Tinte oder Tusche oder vielleicht doch was ganz anderes? Was nehme ich denn nun am besten zum Schreiben? Darum geht es im heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Dörte Viehweg, Gründerin der Werktischakademie für Schrift, Kunst und Buchbinden. In dieser kleinen Videoreihe beantworte ich all deine Fragen rund ums Thema Schreiben. Schreib mir doch deine Frage einfach gerne in die Kommentare. Ob unser Schreibergebnis gelingt, hängt natürlich zum einen davon ab, wie geübt wir sind. Aber auch andere Faktoren haben einen Einfluss darauf. Über die Wahl des richtigen Papieres hatte ich schon im letzten Video gesprochen. Das verlinke ich dir hier oben. Ich weiß nicht, wo es erscheint. Dann kannst du das gerne nochmal nachschauen. Heute soll es um die richtige Schreibflüssigkeit gehen, denn auch die hat einen Einfluss darauf, ob unser Projekt nachher gut aussieht oder eben nicht. Bevor ich ein Projekt starte, frage ich mich immer nach dem Ziel als erstes. Also was passiert mit dem Fertigen? Ist es ein Übungsblatt? Ist es ein Brief? Kommt es an die Wand als Bild, hinter Glas oder vielleicht als Leporello ungeschützt? Die zweite Frage ist dann, worauf schreibe ich? Auf Papier, auf Holz, auf Beton, auf Leinwand, wie hier zum Beispiel hinter mir. Auch das beeinflusst die Wahl meiner Schreibflüssigkeit. Unser Schreibergebnis hängt also immer davon ab, von der Schreibflüssigkeit im Zusammenspiel mit dem benutzten Schreibgerät natürlich. Das sieht man hier hinten übrigens auch. Da habe ich einmal mit dem Automatic-Pen geschrieben und dann mit einer feineren Spitzfeder. Und dann natürlich, worauf ich schreibe, also der Untergrund. Als erste Schreibflüssigkeit möchte ich dir Tinte vorstellen. Wie zum Beispiel diese hier, die du auch bei mir im Shop findest. Tinte ist dünnflüssig. Sie bleibt auch nach dem trockenen Wasser löslich und hat meistens eine geringe Deckkraft. Das kennen wir alle vielleicht früher aus der Schule, wenn wir mit unserem Füller und Tinte geschrieben haben das erste Mal und dann ist irgendwas drauf getropft, dann ist es natürlich gleich verschmiert. Im Gegensatz zur Tusche dringt die Tinte auch tiefer in das Papier zum Beispiel ein und verbindet sich mit den Papierfasern. Ist also ein fest verbundenes Endergebnis. Vor allem pflanzenbasierte Tinten wie zum Beispiel Walnusstinte oder auch Blütentinte sind meistens nicht lichtecht. Das heißt, für alles, was an die Wand soll, benutze ich fast nie Tinte, weil sie mit der Zeit durch Einstrahlung des Sonnenlichtes ausbleichen wird. Der Vorteil von Tinte ist, dass die verschiedenen Farbstoffe, die da drin sind, in Wasser gelöst sind und sich deshalb auch in einen Füller einfüllen lassen. Das würde ich jetzt mit Tusche nicht unbedingt machen, denn da verklebt ziemlich schnell die Feder und dann ist das ganze Ding erstmal ruiniert. Als zweite Schreibflüssigkeit möchte ich dir Tusche vorstellen. Zeichentusche verwende ich immer da, wo das Ganze wasserfest sein soll. Ich also vielleicht auch später nochmal mit einer anderen Schicht über das bereits geschriebene oder eingefärbte rübergehen möchte. Da die Tusche lichtecht ist, benutze ich die auch für Dinge, die bei mir an die Wand kommen, die also dem Licht ausgesetzt werden. Das heißt, Tusche, sobald sie einmal getrocknet ist natürlich erst, ist meistens wasserfest und meistens auch lichtecht. Dafür ist sie auch höher pigmentiert und auch ein bisschen dickflüssiger. Tusche solltest du nur mit einem Schreibgerät nutzen, was du befüllst, also direkt befüllst, wie zum Beispiel eine Schreibfeder, Automatic Pen, Balsaholz, all diese Dinge. Wenn du jetzt nicht weißt, was das alles ist, kann ich das gerne auch nochmal in einem Video erklären, meine Werkzeuge, mit denen ich gerne arbeite. Wenn dich das interessiert, dann schreib das gerne in die Kommentare. Tusche würde ich nie in meinen Füllfederhalter füllen. Der verklebt dann eben, wie ich eben schon gesagt habe. Die gezeigten Tuschen und Tinten findest du übrigens auch bei mir im Shop. Das verlinke ich dir gerne unten. Als dritten möglichen Schreibstoff würde ich dir gerne Gouache vorstellen, vom italienischen Wort guazzo. Ich kann nicht so gut Italienisch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Guazzo bedeutet Lache. Die wird meistens in Tuben verkauft und kann entweder pastos oder stark verdünnt wie Aquarellfarbe benutzt werden. Wenn dich das interessiert, wie man die anrührt, dazu gibt es auch ein Video schon bei mir auf dem Kanal, das ich dir auch gerne da oben irgendwo verlinke. Gouache wird also wie gesagt mit Wasser angerührt und
wenn es dann trocknet, ist es weiterhin auch wasserlöslich, so wie Tinte. Du kannst es also wieder ablösen und es ist auch schwierig, wenn du in der zweiten Schicht drüber arbeiten möchtest. Aber Gouache ist im Gegensatz zu den meisten Tinten nicht echt. Das heißt, du kannst es auch benutzen, wenn du das an die Wand hängen möchtest. Da hinten, wie gesagt, in dem Bild habe ich auch Gouache unter anderem verwendet. Ein weiterer Vorteil von Gouache ist, dass sie auch nicht so leicht ausblutet. Das heißt, dass ich oft auch Gouache untermische, wenn ich einen anderen Schreibstoff habe, der leicht ausblutet. Das kann das Ganze ein bisschen abmildern. Das ist nochmal so ein kleiner Trick. Übrigens, wie man aus Gouache und anderen Farben genau den Farbton mischt, den man haben möchte, werde ich in diesem Jahr noch als Online-Kurs herausbringen. Sobald er erschienen ist, verlinke ich den gerne hier unter dem Video. Lass dich überraschen. Wenn du nicht jedes Mal nachgucken möchtest, kannst du dich natürlich auch gerne in meinen Newsletter eintragen. Dann bekommst du die Info. Das Ganze spart uns unglaublich viel Geld. Wir kriegen genau den Farbton, den wir vielleicht brauchen. Und es macht außerdem wahnsinnig viel Spaß. Ich selber schreibe auch wahnsinnig gerne mit Airbrush-Farben. Das sind Acryltinten. Die kann man entweder pur auftragen oder auch stark verdünnt. Dann sind die fast ein bisschen auch wie Wasserfarben. Die sind super, weil sie a. lichtecht sind und zweitens auch wasserfest auftrocknen. Das heißt, wenn das Ganze erstmal getrocknet ist, kann ich in einer weiteren Schicht mit entweder nochmal Airbrush-Farben oder auch irgendeinem anderen Werkstoff drüber gehen und das Ganze bleibt fest und löst sich nicht mehr an. Das ist also auch etwas, mit dem ich sehr, sehr gerne schreibe. Kannst du auf allen nicht super saugenden Sachen gut verwenden, Papier, Pappe, Holz sogar. Also damit kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Auch die kann ich mir untereinander mischen. Auch das wird Teil meines Online-Kurses irgendwann werden. Du kannst natürlich auch gerne schon mal selber ein bisschen damit rumexperimentieren. Ja, und zu guter Letzt kannst du natürlich mit unglaublich vielen anderen Dingen einfach schreiben, rumspielen. Rotwein, Tee, Kaffee, Schmutzwasser, wo man sonst so seine Pinsel oder seine Federn mit drin ausgewaschen hat, kann auch ganz tolle, sehr sanfte, helle Effekte geben. Also da ist deiner Fantasie gar keine Grenze gesetzt. Spiel gerne mal rum und schreib mir auch gerne in die Kommentare, mit was du am liebsten schreibst. Das interessiert mich einfach. Zum Thema Blütentinte gibt es übrigens bei mir auf dem Blog auch noch einen Artikel, den verlinke ich dir gerne unter dem Video. Schau dir es mal an. Im Moment im Februar findet man vielleicht noch nicht unbedingt so die Blüten, aber das Frühjahr steht vor der Tür und wenn ich aus meinem Fenster schaue, sehe ich auch meine Magnolie, die schon wirklich gut knospt. Von dem her kannst du das ja dann gerne mal ausprobieren, wenn es wieder frische Blüten gibt. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier von dir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da, empfehle es gerne weiter, abonniere den Kanal, die Glocke, du kennst das sicherlich, wir sind alle schon in YouTube geübt. Ich freue mich natürlich auch über deine Kommentare und wenn wir anderweitig in Kontakt sind. Ich wünsche dir alles Gute, in 2 Wochen gibt es das nächste Video.